1810 hat die Stadt Münster auf Drängen der französischen Regierung den Juden Stadtrechte gegeben. Kurz nachdem die ersten Familien hier sich angesiedelt hatten, starb ein Kind, ein neugeborenes Kind. Und die Abgeordneten der Gemeinde gingen zum Bürgermeister und sagten, wir brauchen sofort eine Bestattungsstätte. Wir dürfen das Kind nicht länger als einen halben Tag Ruhe lassen. Und damals hat dann der neue französische Präfekt gesagt, Bürgermeister, du wirst sofort der Gemeinde ein Stück Land, das in der Nähe der katholischen Friedhöfe liegt, überstellen. Diese Gemeinde hat das Recht auf einen eigenen Friedhof, sodass das Kind an diesem Tag bestattet werden konnte, sogar mit Hilfe von Seiten der Stadtpolizei, die den Trauerzug begleitete, damit keine Übergriffe erfolgten. Also das war damals auch schon ein Thema. Dieser Friedhof hier ist eine Spur jüdischen Lebens. Das mag im ersten Moment vielleicht überraschen, aber es ist insofern eine Spur jüdischen Lebens, dass hier an den Bestatteten ablesbar ist, dass es einen Neuanfang gab, dass eine dritte Gemeinde nach der mittelalterlichen, nach der Gemeinde des 19. und 20. Jahrhunderts möglich war. Das Projekt der Dokumentation des jüdischen Friedhofs Münster hat mit einem Zufall begonnen, nämlich dem, dass ich im Jahr 2011 eine Lehrveranstaltung Hebräistische Übungen angeboten habe. Wir hatten eine Teilnehmerin aus Münster dabei, Frau Frankenthal, die sagte, ja, wir haben doch auch einen schönen Friedhof in Münster. Frau Frankenthal besorgte dann den Schlüssel und so waren wir hier auf dem Friedhof, haben uns das vor Ort angeschaut und gesagt, damit muss man unbedingt was machen. Das ist ein kulturgeschichtlich wichtiger Ort für Münster, den es zu dokumentieren gilt, weil die Grabsteine, vielfach Baumberger Sandstein, auch mit der Zeit verwittern. Der erste Schritt war die Säuberung der Grabsteine. Das ist nach jüdischem Brauch durchaus nicht unbedingt so, dass man das gerne sieht und macht. Aber für die Fotografien war es natürlich wichtig. Wir haben erstmals überhaupt alle ca. 400 Grabsteine dieses Friedhofs fotografiert, dokumentiert, entziffert, in Familiengeschichte eingebunden und über die Homepage einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Ganze hat insgesamt 3 Jahre gedauert. Erstes Ziel des Projekts war zunächst einmal die Dokumentation und dann in einem zweiten Schritt einmal zu schauen, das ist für uns als Theologen sicher auch noch mal besonders interessant, gibt es zum Beispiel bestimmte Aufnahmen von Bibelzitaten, wie verändert sich eigentlich die Begräbniskultur, die Sepulkralkultur, kann man an den Grabsteinen vielleicht ablesen, wie man sich als Jude in Münster versteht. Kann es ein Ben sein? Ganz generell wird man, was die Mentalitätsgeschichte in der jüdischen Gemeinde angeht, sagen können, dass man hier wie auf fast allen Friedhöfen in Deutschland eine gewisse Entwicklung sehen kann von einem mehr traditionellen Judentum zu einem Judentum vor allen Dingen dann während des Deutschen Kaiserreiches, das sich mit der Mehrheitsgesellschaft aktiv auseinandersetzt und ein Stück weit auch ihr anpasst. Man sieht es auch daran, dass bestimmte künstlerische Elemente übernommen werden. Wenn wir uns zum Beispiel für das 20. Jahrhundert ein Grab anschauen, dann gibt es hier eine Figur, eine Trauernde. Und diese gleiche Figur wird 2 Jahre früher auf dem Zentralfriedhof ebenfalls gesetzt. Und man kann sich vorstellen, das hat den Eltern dieser verstorbenen jungen Frau gut gefallen. Und man hat so eine Figur sich für den Friedhof hier gewünscht. Wir sehen eine sehr große Aufgeschlossenheit für die Formen der Zeit. Wir haben hier neoklassizistische Reliefs auf einem Grabstein. Wir haben auf einmal ein Foto auf einem Grabstein. Das sind eher untypische Dinge für einen jüdischen Friedhof. Das Gleiche gilt auch für die Trauerhalle, ein Bau von Peter Wilhelm Strupp, jemand, der Art Deco und Bauhaus verbindet. Wir haben hier auch den Grabstein eines Arztes, auf dem man auf der hebräischen Seite sehen kann, dass von ihm gesagt wird, er hätte Israeliten, also Mitglieder der jüdischen Gemeinde und auch Nicht-Israeliten, also Mehrheitsgesellschaft, ohne Lohn zu fordern, geheilt, behandelt, weil sie arm waren. Zvi Sofer ist eine Persönlichkeit, die wichtig für die Gemeinde in den 60er und 70er Jahren war. Zvi Sofer war
einerseits Kantor in der Gemeinde, also Chazan, und andererseits war er Mitarbeiter der Universität Münster und hat am Institutum Judaicum Delicianum gelehrt. Wenn ich mir die Biografie von Zvi Soffer anschaue, dann lässt sich feststellen, dass er auch immer wieder an Ausstellungen beteiligt war, dass er Schallplatten aufgenommen hat, dass er auch immer versucht hat, Judentum publik zu machen, öffentlich zu machen, als eine Religion, die Feste feiert, die wieder lebt. Und er hat sehr viel Judaica gesammelt und bis heute ist ein wichtiger Grundstock für das neue Jüdische Museum in Berlin, die Sammlung Soffer. Siegfried und Else Goldenbergs Namen verbinden sich vor allem mit dem Wiederaufbau nach 1945. Siegfried ist ein Fleischermeister, Else, seine Frau, ist Näherin und hatte teilweise eine Geschäftsbeteiligung. Und nachdem sie durch eine Odyssee durch die KZs in Europa immer wieder weiter überstellt werden, ihre Tochter auch im KZ stirbt, finden sich die beiden in Bochum zunächst wieder und kommen dann gemeinsam zurück nach Münster, tun sich mit anderen Zurückgekommenen zusammen. Zunächst feiern sie den Gottesdienst in ihren Privaträumen in der Marx-Heindorf-Stiftung am Kanonengraben. Die beiden sind ja auch von der Stadt ausgezeichnet worden mit der Paulus-Medaille für ihre Arbeit, für den Wiederaufbau der jüdischen Gemeinde und sind so vielleicht eine Identifikationsfigur dafür, dass jüdisches Leben in Münster nach 1945 weitergeht.